In unruhigen Zeiten mit rasanten Veränderungen entstehen Unruhen und Unsicherheiten natürlich auch in uns. Und wir greifen dann nach Möglichkeiten, wieder in unsere innere Mitte zu kommen. Und die Strichmännchentechnik nach Jacques Martel ist eine solcher Methoden. Fragen und Antworten dazu beantworte ich heute. Seit Mitte 2021 gibt es auf meinem noch kleinen YouTube-Kanal jede Woche ein neues Video, das dich als spirituellen Alltagshelden inspirieren und motivieren soll auf deinem Weg der Erkenntnis, des Erwachens, wie auch immer du es nennen möchtest. Insofern würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und kommentierst. Auch wenn ich jetzt schon eine ganze Weile hier unterwegs bin, wird es heute ein Novum geben, nämlich zu diesem speziellen Thema werde ich live bei der Veröffentlichung des Videos dabei sein, sodass du die Möglichkeit hast, im Live-Chat deine zusätzlichen Fragen zu stellen. Ich habe mir das in der letzten Zeit mal genauer angeschaut, welches Video am meisten ging. Und das war tatsächlich das aus dem Jahr 2022 zur Strichmännchentechnik nach Jacques Martel. Über 32.000 Aufrufe hatte es bisher und das Date dazu von diesem Jahr auch schon über 1.000 Aufrufe. Und so habe ich mir gedacht, wir machen mal eine Fragen- und Antworten-Runde. In den Kommentaren im Laufe der Zeit gab es verschiedene Fragen, auf die ich gern eingehen möchte. Und du hast eben jetzt die Gelegenheit, auch live noch Fragen zu stellen. Und damit es auch für diejenigen, die am Samstag gern ein bisschen länger schlafen, passend ist, werde ich diese Premiere sozusagen erst um 9 Uhr starten und nicht wie sonst schon so gegen 7:30. Wenn du bisher noch gar nichts von der Strichmännchentechnik nach Jacques Martel gehört oder gelesen hast, dann bitte ich dich sehr herzlich, ehe du hier weiterschaust, mein erstes Video dazu anzuschauen und erstmal grundlegende Informationen zu dieser Technik dir einzuholen. Beide Videos verlinke ich hier unten drunter unter diesem Video, so dass es ganz easy zu finden ist. Was macht die Strichmännchentechnik von Jacques Martel? Sie lädt unser Unterbewusstsein ein, in schwierigen und kniffligen Situationen oder bei Verstrickungen mit anderen Personen dabei zu sein und uns mitzulenken und zu steuern. Die Strichmännchentechnik kann aber auch sehr gut genutzt werden, um mit sich selbst besser klarzukommen. Das heißt, an sich selbst zu arbeiten. Und zu beiden Themenkomplexen findest du hier auf dem Kanal die unten verlinkten Videos. Das erste, da geht es um Situationen, mit denen du irgendwie nicht so gut klarkommst, die dir Ängste bereiten, Schwierigkeiten bereiten, aus denen du gern raus möchtest. Und zum anderen darum, wenn du in Verstrickung mit anderen Personen bist, egal ob das Familienangehörige, dein Partner, Freunde, Kollegen oder sind. Und in dem zweiten Teil, wenn es um dich selbst geht, wenn du für dich beschlossen hast, in dein Wachstum zu gehen und dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Mir ist aufgefallen, dass bestimmte Fragen sich gehäuft haben und auf die möchte ich jetzt speziell eingehen. Da ist zum Beispiel die Frage, sollte man diese Technik zu ein und demselben Thema nur einmal machen oder mehrfach? Ganz einfach. Und das kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele DIN A4 Blöcke ich mittlerweile mit der
Strichmännchentechnik verbraucht habe. Mach es einmal und im Grunde reicht das. Wenn dir allerdings ein innerer Impuls sagt, ich liege mit Person XY so sehr im Clinch und immer wieder im Clinch und da haben sich mittlerweile neue Aspekte ergeben, die ich bei meinem ersten Mal noch nicht so berücksichtigt habe, dann wiederhole das Ganze. Im Grunde reicht es aber einmal. Wichtig ist nur immer, dass du dich selbst, hier, auf die linke Seite des Blattes packst und die andere Person auf die rechte Seite. Wenn es um Situationen geht, dich auch auf die linke Seite und die Situation, die du beschreibst, auf die rechte Seite. Und dann folge einfach genau diesen in den Videos beschriebenen 7 Schritten. Es ist total wichtig, sich stur an die vorgegebene Schrittfolge zu halten und das genau einzuhalten. Ebenso wie ein weißes Blatt Papier zu nehmen. Denn die Frage kam auch wieder, kann ich auch ein kariertes Blatt oder ein liniertes Blatt nehmen? Rein theoretisch ja. Aber Jacques Martel hat klar gesagt, alles, was ablenkt, und dazu gehören Linien oder auch Firmenlogos oder ähnliches oder Karos auf dem Blatt Papier, weg damit. So teuer ist weißes Papier nicht, als dass du es nicht preiswert erhalten könntest. Und ja, das sage ich jetzt einfach mal noch dazu, wenn du unterwegs bist und dir ein DIN A4-Block zu groß ist, ja, dann nimm einen weißen DIN A5-Block. Auch der tut es. Eine nächste Frage. Angenommen, du hast eine bestimmte Situation, die bevorsteht, zum Beispiel ein schwieriges Gespräch mit deinem Chef. Wie lange Vorlaufzeit braucht es denn, mit der ich diese Technik anwenden sollte, damit es auch wirkt? Im Grunde kannst du es 5 Minuten vor der Angst machen, sozusagen. Es ist egal, in dem Augenblick, wo du dich mit dem Thema beschäftigst, auseinandersetzt, ist der richtige Zeitpunkt, die Strichmännchentechnik anzuwenden. Eine weitere Frage betrifft immer wieder die Formulierung. Ganz wichtig ist, gerade wenn es sich um Situationen handelt, dass du nicht schon Wunschergebnisse vorwegnimmst. Darauf reagiert dein Unterbewusstsein und auch die Technik nicht. Machen wir mal ein Beispiel, damit das Ganze etwas griffiger wird. Genommen, du hast jetzt so zum Jahresende, ist das ja gar nicht so eine schlechte Idee, eine Gehaltsverhandlung mit deinem Vorgesetzten. Dann wäre es gut, wenn du das so machst. Ich wünsche mir das Beste für mich, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Für die andere Seite, nämlich hier für die Situation, formulierst du sinngemäß so etwas: Meine Gehaltsverhandlung mit ... und dann kommt der Name deines Vorgesetzten dorthin. Falsch und nicht hilfreich wäre, wenn du so etwas schreibst wie meine Gehaltsverhandlung mit ... um bis zum oder ab dem eine Gehaltserhöhung von so und so viel zu erzielen. Dann nimmst du ein Ergebnis vorweg. Das funktioniert nicht. Ich sag dir auch, wie das zusammenhängt. Und der Dalai Lama hat das irgendwann im Jahre 2000 mal gesagt: Manchmal ist es gut, etwas nicht zu erreichen, was man sich sehnlichst wünscht. Angenommen, du erreichst die Gehaltserhöhung, so wie du sie dir vorstellst, dann im Gespräch, aber der Chef denkt sich, na, den schieße ich als nächstes ab. Der ist mir zu teuer geworden. Oder aber in dir entstehen dann Unsicherheiten und Unruhen, weil du dich fragst,
ob du dem, was du da verlangt hast, überhaupt gerecht werden kannst. Überlass dem Universum sozusagen, dem großen Ganzen, auch das, was deiner Seele, was deinem Seelenweg gut tut. Also mit bestimmten Erwartungen an eine Formulierung heranzugehen, ist kontraproduktiv. Eine weitere Frage betrifft immer wieder, ja, wenn ich das dann durchgeschnitten habe oder durchgerissen habe, was mache ich denn dann mit den Teilen? Entsorgen, so einfach. Ob du das kleinstreichst und in den Müll packst, ob du es feierlich verbrennst, irgendwo in einen Fluss wirfst, völlig egal. Hauptsache entsorgen. So, jetzt schaue ich mal. Kann man diese Technik auch machen mit schon Verstorbenen? Ja, kannst du. Wenn du sozusagen mit deinem Verhältnis zu deinen Ahnen aufräumen möchtest, na klar kannst du das mit Verstorbenen machen, denn sie sind ja nur als Mensch nicht mehr da, als energetische Wesenheiten, als Seelen, zumindest nach meiner Auffassung, und darauf fußt auch diese Technik, sind sie ja noch vorhanden. Und insofern ist das eine wunderbare Idee, so nach und nach dich auszusöhnen mit deiner gesamten Ahnenlinie, auch mit Eltern, Großeltern und eben auch denen, die du nur von Fotos vielleicht kennst. Du kannst das auch zusammenfassen, indem du sagst, meine gesamte Ahnenlinie. Sei ein bisschen kreativ. Hauptsache, du bringst nicht irgendetwas herein von Wunsch- und Traumergebnissen. Überlass das dem Universum, überlass das deine Seele und geh nicht ego-gesteuert an die Sache heran. Eine weitere Frage ist zum Beispiel die, das haben mehrere gestellt, wie sieht es aus? Kann ich das auch mit Finanzsituationen machen? Na klar, kannst du das. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder tatsächlich als Situation, indem du sagst, hier, ich, also deinen eigenen Namen, und auf der anderen Seite schreibst du zum Beispiel meine Finanzsituation und dann die Schritte wie beschrieben in den Videos. Oder Variante 2: du schreibst auf der einen Seite deinen Namen, sehr reich, links, ne? Und rechts deinen Namen, sehr arm. Denn wer fragt nach Finanzsituationen, bestimmt nicht der, der Geld in Hülle und Fülle hat, sondern der sich da gern ein bisschen mehr wünscht. Und bitte keine Vermutungen über den Ausgang des Ganzen. Wir alle haben unsere tief in uns integrierten Glaubenssätze und Glaubensmuster, die sukzessive auf diese Weise sich auflösen lassen. Dann ist die Frage, kann ich das zum Beispiel auch bei Eifersucht machen? Ja, klar. Indem du zum Beispiel sagst, dein Name sehr ruhig und gelassen und vertrauend. Und auf der anderen Seite hast du deinen Namen sehr eifersüchtig und dann diese 7 Schritte insgesamt. Oder aber du machst es noch einfacher. Auf die eine Seite schreibst du dich und auf die andere Seite die Person, um die es geht, wegen der du eifersüchtig bist, um das, was da so zwischen euch ist, aufzulösen. Abschließend noch eine Frage, die immer mal wieder auftaucht. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und trotzdem tut sich bei mir nichts. Auch das kann passieren, wenn ich ungeduldig bin oder aber wenn es gilt, bestimmte Glaubensmuster und Glaubenssätze in mir erst zu bereinigen. Da wirst du entsprechende Impulse erhalten, dann tu es auch, damit das Ganze in eine positive Richtung Fahrt aufnehmen kann. Und ein schönes Feedback, dem ich nur zustimmen kann: ich verwende die Strichmännchentechnik
mittlerweile regelmäßig und merke tatsächlich, dass ich mich danach wohler fühle. Und genau darum geht es, sich entlasten, sich wohler fühlen. Habe die Erfahrung gemacht, dass mein Wunsch, das waren Situationen, steht da in Klammern, sich erstmal negativ und anders als erwartet entwickelt haben. Genau das kann passieren. Die Lösungen, stell dir nicht vor, wie du sie gern hättest, sondern überlasse das dem Schicksal, dem Universum. Sie sind manchmal überraschend anders und dennoch gut. Ich hoffe, die Beantwortung dieser Fragen hilft dir. Ich verweise nochmal auf die beiden Videos, die da unten verlinkt sind und freue mich tatsächlich riesig über dein Abo, was ja gratis für dich ist, oder einen netten Kommentar. Nutze die Strichmännchentechnik zu deiner Entlastung in schwierigen Zeiten und ich sage an dieser Stelle erstmal bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.